Einige von euch wird das sicherlich freuen, denn Hogwarts Legacy hat gestern Abend einen Patch bekommen. Viele Fehler wurden behoben, einige Sachen wurden verbessert. Was da im Detail nun anders ist, das besprechen wir jetzt in diesem Video. Gestern Abend gegen 19 Uhr kam der Patch ziemlich überraschend für Hogwarts Legacy raus. Es gab keine richtige Kommunikation, außer von Chandler Wood, dem Community Manager von Hogwarts Legacy. Er hat kurz vor Release des Patches einen Tweet verfasst, wo er reingeschrieben hat, dass die Xbox Series X und Series S Version und die PC-Version von Hogwarts Legacy mit einem Patch versorgt werden, wo Bugs behoben werden und wo die Performance verbessert wird. Das PS5-Update braucht noch ein wenig, weil sie noch ein paar Probleme mit dem Erfolg Collectors Edition haben und sie meinen, dass sie das Ende der Woche raushauen werden. Doch lasst uns mal zu den Patch Notes kommen. Wenn ihr die euch selber anschauen möchtet, checkt gerne mal meine Beschreibung ab und ihr seid auch herzlich eingeladen, hier auf diesem Kanal ein Abo dazulassen, denn somit verpasst ihr definitiv keine Hogwarts Legacy News und Guides mehr. Aber lasst uns mal reinspringen. Wir haben natürlich hier die Info, dass dieser Patch Overall Gameplay Performance und Stability adressen soll. Also es geht darum hauptsächlich um Performance und Stability Sachen. Gerade die PC-Version hatte ja Probleme, habe ich mitbekommen. Ich auf der PlayStation 5 hatte keine Probleme. Aber was wurde denn jetzt hier im Allgemeinen erstmal behoben? Generell hatten einige Probleme, ihre Erfolge mit ihrem Wizarding World Account zu verbinden. Da gab es irgendwie Probleme mit den Daten. Das sollte jetzt behoben sein. In der Open World von Hogwarts Legacy habt ihr das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass Gegner gerespawnt sind, gerade wenn ihr über den verbotenen Wald geflogen seid zum Beispiel oder über andere Regionen. Da ist es bei einigen passiert, dass das ganze Game abgestürzt ist. Das sollte jetzt auch behoben sein. Was die Cinematics angeht, gab es auch natürlich noch einige Dinge, die behoben werden mussten. Und zwar, wenn ihr eine Cutscene übersprungen habt, dann gab es da Stabilitätsprobleme, aber auch abgestürzte Games, wenn überhaupt Cutscenes abgespielt wurden. Und das ist natürlich extrem beschissen, um es mal so zu sagen. Das sollte jetzt aber auch behoben sein. Bei den Save Games gab es auch einige Probleme. Wenn ihr von eurem letzten Speicherstand neu gestartet seid, dann konntet ihr mit zum Beispiel Verkäufern nicht mehr sprechen. Und dann gab es noch on top eine Menge Fehlercodes, beziehungsweise Fehlerreports, die ihr euch selber mal angucken könnt in der Beschreibung. Es sind eine Menge auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so gucke, 20 Stück. Heftige Sache auf jeden Fall, aber es gibt natürlich noch mehr, was behoben wurde. Aber es gibt natürlich noch eine Sache, die viel wichtiger ist als die Save Games, nämlich die Performance und die Stability im Allgemeinen. Da wurden eine Menge Punkte behoben, unter anderem auch die Performance vom Fidelity Mode. Das ist dann wahrscheinlich auf den Xbox-Konsolen so, auf dem PC gibt es das, glaube ich, nicht. Und dann gab es eine Menge Crashes, zum Beispiel, wenn ihr In-Game World Events gesehen habt, also quasi Weltereignisse, die random passieren, dann ist bei einigen passiert, dass es abgestürzt ist. Das sollte auch behoben sein. Für die Xbox Series X gab es satte und schreibe einen Punkt, der verbessert wurde, also zumindest speziell für diese Plattform. Es gab nämlich Probleme beim Sammeln der ganzen Fehler, gerade wenn es so seltene Abstürze waren. Wurde verbessert. Yippie. Die PC-Plattform war dann natürlich ein bisschen stärker von betroffen von den Fehlern, deswegen gibt es da auch mehr Bugfixes. Wenn ihr bisher aber das Video gut fandet, dann würde ich mich über den Support freuen, indem ihr einfach mal mir einen Daumen nach oben da lasst hier auf dem Video. Dankeschön, aber lasst uns mal reinspringen in die Punkte. Es gab Audioprobleme in Cinematics, das sollte behoben worden sein. Es gab Controller-Probleme, es gab Probleme bei der Auflösung an sich mit DLSS zum Beispiel. Es gab Probleme mit Raytracing und das wurde auch behoben. Performance und Stability, das sind die Klassiker in den Patch Notes von jedem Game. Da gab es auch einige Sachen, die behoben wurden, und zwar der Shader-Type, das heißt also, wie die Schattierung im Game sichtbar ist, wurde verbessert, beziehungsweise da wurden die Fehler behoben, die es gab. Es gab einen Crash, wenn man Text-to-Speech genutzt hat. Das heißt also, ja, ihr habt im Grunde den Text ausgesprochen für Personen, die zum Beispiel schlechtes Sehvermögen haben, dass sie das quasi hören, was da steht. Es gab auch ein Problem, wo Nvidia-Grafikkartennutzer eine geringere Framerate hatten als AMD-Grafikkartennutzer. Das sollte jetzt auch behoben sein. Und zu guter Letzt gab es noch mal einen Hinweis, dass ihr DirectX 12 nutzen sollt und nicht 11 oder andere Versionen, weil das zu Instabilität führen kann oder zum Absturz des Games. Was die Größe anging, wurde uns jetzt nichts direkt hier reingeschrieben in den Patch Notes. Ich habe aber gelesen, dass das Ganze 300 MB ungefähr groß sein soll, also wirklich ein relativ einfaches Update. Einige haben geschrieben 32 oder 35 GB. Nee, das auf jeden Fall nicht. Das ist nur quasi der Speicherplatz, wenn der auf Steam quasi geprüft wird, hat aber nichts mit dem Update zu tun, weil das, was ihr hier in dem Patch Note Ding habt, das sind natürlich nicht 32 GB, ist ja klar. Es gibt natürlich noch mehr Sachen, die ihr entdecken könnt. Alles findet ihr natürlich in der Beschreibung und außerdem gibt es in Hogwarts
Hogwarts auch noch ein paar Sachen, die ihr entdecken könnt. Habt ihr nämlich schon die Möglichkeit, alle Türen zu entsperren? Wenn nicht, dann checkt gerne mal dieses Video hier ab. Da zeige ich euch, wie ihr nach dem Video alle Türen in Hogwarts Legacy öffnen könnt. Sonst lade ich euch natürlich in die nächsten Videos ein. In den nächsten Tagen kommen richtig gute Nachrichten raus für Hogwarts Legacy. Seid also gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö mit Ö und ciao mit V.